Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass es in Ihnen ein geheimes, weites und unbekanntes Territorium gibt. Ein Ort voller Symbole, Erinnerungen und stiller Kräfte, die jede Entscheidung, die Sie treffen, formen. Carl Gustav Jung, der große Entdecker der menschlichen Psyche, widmete sein Leben der Enthüllung, dass dieses Territorium nicht nur eine Metapher ist, es ist das Unbewusste, und es steuert mehr von ihrem Leben, als sie sich vorstellen können. Wir leben, als wären wir uns unserer Entscheidungen vollständig bewusst, in dem Glauben, dass wir die volle Kontrolle darüber haben, wer wir sind und wohin wir gehen. Aber Jung warnt uns, ein großer Teil dessen, was uns bewegt, liegt nicht an der Oberfläche des Geistes, sondern verborgen in den tiefsten Schichten der Seele. Es ist, als würden wir auf dem offenen Meer segeln, nur die Wasseroberfläche betrachten, während unsichtbare Strömungen entscheiden, wohin unser Boot wirklich fährt. Diese verborgenen Geheimnisse von Jung sind keine bloßen psychologischen Theorien. Sie sind Einladungen, in sich selbst einzutauchen, den eigenen Schatten zu begegnen, Symbole zu erkennen, die sich in ihrem Leben wiederholen, und zu verstehen, dass alles eine tiefere Bedeutung hat. Jung glaubte, dass jeder Mensch einen Zweck in sich trägt, ein Schicksal, das entdeckt werden will, aber verborgen bleibt, solange wir darauf bestehen, nur an der Oberfläche zu leben. Das erste von Jung enthüllte Geheimnis ist genau dieses: Das Unbewusste ist kein Feind, sondern ein Verbündeter. Es bewahrt Schlüsse, Botschaften und sogar Antworten auf Probleme, von denen Sie glauben, dass sie keine Lösung haben. Träume, Intuitionen, wiederkehrende Muster, nichts davon ist zufällig. Jedes Symbol ist wie ein Samen, der, wenn er verstanden wird, Ihr Leben verändern kann. Anstatt diese verborgene Dimension zu ignorieren, lädt uns Jung ein, ihr zuzuhören. Er sagte, wer nach außen schaut, träumt, wer nach innen schaut, erwacht. Das ist die Essenz des jungianischen Erwachens, die Illusion aufzugeben, dass das Leben nur außerhalb von uns stattfindet, und zu erkennen, dass echte Veränderung im inneren Stillen entsteht. In diesem Video werden wir gemeinsam diese verborgenen Geheimnisse erkunden und verstehen, wie sie ihr Leben tiefgreifend verändern können. Nicht als schnelles Handbuch zum Glück, sondern als Aufruf zum Mut. Den Mut, sich selbst kennenzulernen, sich zu akzeptieren und sich zu transformieren. Was Jung uns bietet, ist keine Abkürzung, sondern eine Landkarte. Eine Landkarte zu dem geheimnisvollsten und zugleich notwendigsten Ort, der erkundet werden muss: Sie selbst. Carl Jung sagte, dass der größte Feind, dem wir begegnen, nicht außerhalb, sondern in uns liegt. Es ist der Schatten, all das, was wir ablehnen, leugnen oder zu verbergen versuchen. Es sind Ängste, unterdrückte Wünsche, Fehler, die wir nicht eingestehen wollen. Und dennoch zeigt uns Jung, dass genau dort der Schlüssel zur Transformation liegt. Das moderne Leben lehrt uns, nur den akzeptablen Teil von uns zu zeigen. Das Lächeln, die Stärke, der Erfolg. Aber was ist mit den Schwächen? Jung erinnert uns, dass das Ignorieren des Schattens ihn nicht verschwinden lässt, sondern nur still stärkt. Er wirkt in unseren Entscheidungen, unseren Beziehungen und sogar in dem Schicksal, das wir aufbauen. Deshalb ist es Essenziell, dem Schatten zu begegnen. Er sagte, niemand erleuchtet sich, indem er Lichtgestalten imaginiert, sondern indem er die Dunkelheit bewusst macht. Und hier ist ein kraftvolles Geheimnis. Wenn Sie Ihre Unvollkommenheiten akzeptieren, wenn Sie sich dem stellen, wovor Sie Angst haben, entsteht eine neue Kraft. Der Schatten ist kein Feind, sondern ein Teil von Ihnen, der Anerkennung verlangt. Indem Sie ihn integrieren, gewinnen Sie Klarheit, Mut und Freiheit. Denken Sie darüber nach. Wie oft sind Sie vor sich selbst geflohen? Wie viele Entscheidungen haben Sie aus Angst vor Misserfolg oder Urteil verschoben? Der Schatten war da, zog Sie zurück. Jung lädt uns ein, dieses Spiel umzudrehen. Angst in Lernen zu verwandeln, Schmerz in Wachstum,
Dunkelheit in Selbsterkenntnis. Echte Veränderung geschieht nicht, wenn wir versuchen, perfekt zu sein, sondern wenn wir ganz werden. Und das ist nur möglich, wenn wir sowohl das Licht als auch den Schatten in uns annehmen. Dies ist der Schritt, der die trennt, die an der Oberfläche leben, von denen, die wagen, tief in ihr eigenes Sein einzutauchen. Carl Jung glaubte, dass die größte Aufgabe eines Menschen darin besteht, ganz zu werden. Und hier ist ein wesentlicher Punkt. Ganz sein bedeutet nicht, perfekt zu sein. Ganz sein bedeutet anzuerkennen, dass in uns widersprüchliche Kräfte, Licht und Schatten, Ängste und Wünsche existieren und dass die wahre Kraft entsteht, wenn wir aufhören, gegen Teile von uns zu kämpfen und lernen, sie zu integrieren. Haben Sie schon bemerkt, wie Sie manchmal auf eine Weise handeln, die Sie nicht verstehen? Wie wenn Sie etwas sagen, ohne nachzudenken, und es später bereuen? Oder wenn Sie Wut, Neid oder Eifersucht empfinden, obwohl Sie wissen, dass Sie es nicht fühlen wollen? Jung sagte, dass diese Reaktionen die Manifestation dessen sind, was er Schatten nannte, die Gesamtheit der unterdrückten Aspekte unserer Persönlichkeit, Dinge, die wir in uns selbst nicht akzeptieren und die wir zu verbergen versuchen. Aber hier ist das Geheimnis, der Schatten ist nicht nur negativ. In ihm liegen auch Talente, Stärken und Potenziale, die aus irgendeinem Grund im Laufe des Lebens unterdrückt wurden. Vielleicht waren sie als Kind kreativ, aber jemand sagte, dass Kunst keine Zukunft hat, und sie begruben dieses Talent. Vielleicht haben sie Führungsqualitäten, wurden aber gelehrt, nicht aufzufallen, und unterdrückten diese Fähigkeit. Der jungianische Prozess der Selbsterkenntnis besteht genau darin, diesen Schatten mutig zu betrachten, ihn zu akzeptieren und bewusst ins Leben zurückzubringen. Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie könnten alles wiedergewinnen, was in Ihnen verloren oder vergessen wurde. Stellen Sie sich die Kraft vor, die Sie hätten, wenn Sie Ihr Licht mit Ihren abgelehnten Teilen vereinen. Dies ist der Weg der Individuation, zu werden, wer Sie wirklich sind, und nicht, wer die Welt erwartet, dass Sie sind. Jung glaubte auch, dass unser Geist durch Symbole und Bilder zu uns spricht. Deshalb sind Träume in seiner Theorie so wichtig. Für ihn sind Träume Botschaften des Unbewussten, die versuchen, etwas zu offenbaren, das Sie noch nicht rational erkennen können. Vielleicht träumen Sie von einem wilden Tier. Es kann ein Symbol unterdrückter Stärke sein. Vielleicht träumen Sie von Wasser, es kann eine Einladung sein, in Ihre Emotionen einzutauchen. Wenn Sie lernen, diese Botschaften zu hören, können Sie Ihr Unbewusstes zu einem mächtigen Verbündeten machen. Und hier ist der motivierende Punkt. Oft fühlen wir uns blockiert, haben Angst, den nächsten Schritt zu gehen, weil wir von uns selbst abgeschnitten sind. Wenn wir nicht wissen, wer wir wirklich sind, leben wir das Leben anderer, folgen auferlegten Mustern, versuchen, jeden zufriedenzustellen und verlieren uns dabei. Jung lädt uns ein, das Gegenteil zu tun, unsere wahre Essenz zu suchen. Er sagte, wer nach außen schaut, träumt, wer nach innen schaut, erwacht. Dieser Satz erinnert daran, dass echte Transformation nicht in der äußeren Welt, sondern in uns geschieht. Es geht nicht darum, was Sie haben, sondern wer Sie sind. Wenn Sie diese Lehre auf Ihr Leben anwenden, werden Sie erkennen, dass Ihre Herausforderungen keine Feinde sind, sondern Lehrer. Jede Angst zeigt auf einen Teil von Ihnen, der verstanden werden muss. Jedes Hindernis zeigt ein Potenzial, das Sie noch nicht ausgeschöpft haben. Jeder Schmerz birgt ein Geheimnis des Wachstums. Nun denken Sie, was, wenn Sie den Mut hätten, sich wirklich zu begegnen, nicht nur das zu akzeptieren, was Ihnen gefällt, sondern auch das, was Sie gewöhnlich ablehnen. Und wenn Sie all dies zu Ihrem Vorteil nutzen könnten, um ein authentischeres Leben mit mehr Sinn und weniger Masken zu gestalten, das ist das Vermächtnis von Jung, uns daran zu erinnern, dass Glück nicht darin liegt, vor uns selbst zu fliehen, sondern unsere Ganzheit zu umarmen. Lassen Sie uns nun noch tiefer darauf eingehen, wie diese verborgenen Geheimnisse von Carl Jung im Alltag angewendet werden können,
um ihre Sicht auf sich selbst, ihre Beziehungen und sogar ihre Zukunft zu verändern. Carl Jung lehrte uns, dass in jeder Person ein verborgener, oft abgelehnter oder ignorierter Teil existiert, der Schatten genannt wird. Dieser Schatten repräsentiert unsere Ängste, Impulse, Wünsche und Aspekte von uns, die wir nicht leicht akzeptieren. Das Ignorieren dieses inneren Teils lässt ihn nicht verschwinden. Im Gegenteil, er manifestiert sich auf unerwartete und oft schädliche Weise durch automatische Verhaltensweisen, Frustrationen, innere Konflikte und Projektionen auf andere. Der erste Schritt, um den Schatten in persönliche Stärke zu verwandeln, besteht darin, ihn zu erkennen. Das bedeutet, die eigenen Ängste und Grenzen ehrlich zu betrachten, ohne Schuld oder Urteil. Ein praktisches Beispiel wäre jemand, der in Beziehungen ständig Eifersucht empfindet. Anstatt den Partner zu beschuldigen oder das Gefühl zu unterdrücken, schlägt Jung vor, zu reflektieren, was die Eifersucht über einen selbst offenbart: Unsicherheit, Bedürfnis nach Bestätigung oder Angst vor Verlust. Diese Aspekte zu akzeptieren ermöglicht es, bewusst daran zu arbeiten, sie auszugleichen und die Verwundbarkeit in Selbsterkenntnis und Ermächtigung zu verwandeln. Auch im beruflichen Umfeld zeigt sich der Schatten. Stellen Sie sich einen Manager in Berlin vor, der merkt, dass er wichtige Entscheidungen aus Angst vor Fehlern vermeidet. Die Anerkennung dieses Schattens, die Tendenz zu Prokrastination oder Selbstsabotage, ermöglicht, Strategien zu entwickeln, um ihm zu begegnen, Mentoring suchen, Führungsfähigkeiten entwickeln oder täglich kleine Entscheidungen treffen, bis das Selbstvertrauen wächst. Jung erinnert uns, dass es kein Wachstum ohne den Mut gibt, dem eigenen Schatten zu begegnen. Die Integration des Schattens, wie Jung es nannte, bedeutet nicht, negative Aspekte zu beseitigen, sondern sie zu harmonisieren und für die persönliche Entwicklung zu nutzen. Ein Künstler in München kann zum Beispiel Wut oder Frustration bei kreativem Stillstand empfinden. Wenn er erkennt, dass diese Gefühle Teil des Schattens sind, kann er diese Energie in authentische und kraftvolle Werke umleiten, komplexe Emotionen in künstlerischen Ausdruck verwandeln. Gleiches gilt für Führungskräfte, Unternehmer und jeden, der bewusst wachsen möchte. Ein weiterer zentraler Punkt in Jungs Philosophie ist, dass der Schatten oft auf andere projiziert wird. Wenn wir intensive Reizbarkeit oder Abneigung gegen jemanden empfinden, sehen wir oft Eigenschaften, die wir in uns selbst nicht akzeptieren. Ein Lehrer in Frankfurt, der sich ständig über Schüler ärgert, die prokrastinieren, könnte erkennen, dass diese Irritation seine eigene Tendenz zeigt, schwierige Aufgaben zu vermeiden. Dies zu erkennen ist befreiend. Sie verstehen nicht nur ihre Reaktionen, sondern entwickeln auch Empathie und Geduld. Heute ist der Schatten aufgrund sozialer Medien und der ständigen Vergleichskultur noch relevanter. Die Tendenz, nur unsere Erfolge zu zeigen und Mängel zu verbergen, schafft innere Diskrepanz und verstärkt den Schatten. Jung ermutigt uns, dieses Bewusstsein zu nutzen, um uns von äußerem Druck zu befreien. Ein junger Profi in Hamburg könnte zum Beispiel Neid auf den Erfolg von Kollegen online empfinden. Statt sich selbst zu verurteilen oder zu vergleichen, kann er über unerfüllte Wünsche reflektieren und sie in konkrete Ziele umwandeln, um bewusste Handlung und innere Stärke zu entwickeln. Neben dem Schatten betonte Jung die Wichtigkeit des Ausgleichs innerer Gegensätze. Jeder Mensch besitzt Stärken und Schwächen, Licht und Schatten, Bewusstsein und Unbewusstes. Diese Dualität zu akzeptieren, macht uns vollständiger, widerstandsfähiger und befähigt zu authentischen Entscheidungen. Ein Unternehmer in Düsseldorf, der zwischen Innovationsdrang und Angst vor Ressourcenverlust schwankt, kann durch die Anerkennung dieser Spannung ausgewogene Strategien entwickeln. Bewusst und geplant innovieren, ohne sich von Angst lähmen zu lassen. Der Schatten, einmal integriert, wird zu einer mächtigen Quelle kreativer und motivierender Energie. Indem wir unsere Grenzen verstehen und akzeptieren, verwandeln wir innere Herausforderungen in Handlungsmotivation. Ein Student in München, der mit Angst kämpft, kann diese Energie nutzen, um fokussiert zu lernen und Disziplin zu entwickeln,
Angst in Motivation umzuwandeln. Künstler oder Schriftsteller können Frustrationen in inspirierende Werke verwandeln. Jung zeigt, dass die dunkelsten Aspekte der Psyche, wenn sie verstanden werden, zu Verbündeten auf dem Weg zur Selbstüberwindung werden. Zusammenfassend ist der Schatten ein unvermeidlicher Teil unserer Psyche, aber kein notwendiges Gewicht. Den Schatten zu erkennen, zu verstehen und zu integrieren ermöglicht es, innere Stärke, Kreativität und Mut freizusetzen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der Ehrlichkeit, Reflexion und tägliche Praxis erfordert. Jung inspiriert uns, nach innen zu schauen, zu konfrontieren, was wir verbergen, und jeden inneren Konflikt in eine Gelegenheit für Wachstum und Selbstvertrauen zu verwandeln. Carl Jung glaubte, dass das Endziel des Lebens die Individuation ist, der Prozess, ein vollständiges, integriertes und authentisches Wesen zu werden, in dem Bewusstsein und Unbewusstes in Harmonie arbeiten. Die Individuation ist nicht nur ein philosophisches oder psychologisches Konzept, sie ist eine tägliche Praxis, die Herausforderungen, Emotionen und Erfahrungen in tiefes Lernen verwandelt und es jeder Person ermöglicht, ihr maximales Potenzial zu entdecken und zu realisieren. Der erste Schritt zur Individuation ist Selbsterkenntnis. Das bedeutet, ehrlich auf sich selbst zu schauen, wiederkehrende Muster zu erkennen, Talente und Grenzen zu identifizieren und die tiefsten Wünsche zu verstehen. Ein praktisches Beispiel: Eine junge Berufstätige in Berlin merkt, dass sie trotz erfolgreicher Karriere ein inneres Vakuum und fehlenden Sinn empfindet. Jung würde uns lehren, diese Gefühle zu erforschen, die wahren Leidenschaften zu identifizieren und tägliche Handlungen darauf abzustimmen, um ein bedeutungsvolleres Leben zu schaffen. Individuation erfordert auch Mut, sich dem Unbewussten zu stellen, einschließlich Ängsten, Traumata und unterdrückten Wünschen. Ein Manager in München könnte sich vor wichtigen Entscheidungen ständig ängstlich fühlen. Anstatt diese Gefühle zu ignorieren oder zu unterdrücken, kann er Praktiken wie Reflexion, Journaling oder Therapie nutzen, um ihre Wurzeln zu erforschen. So überwindet er Blockaden und verwandelt Angst in Klarheit und Entschlossenheit, indem er emotionale Energie produktiv einsetzt. Jung betonte, dass jede Person Archetypen besitzt, universelle Bilder und Verhaltensmuster in unserer Psyche. Diese zu erkennen und zu verstehen hilft, Entscheidungen und Verhalten zu lenken. Ein Künstler in Hamburg könnte erkennen, dass er sich mit dem Archetyp des Schöpfers identifiziert. Seine Lebenskraft kommt am besten durch Innovation und Kunst zum Ausdruck. Ein Leiter in Frankfurt könnte sich im Archetyp des Weisen wiederfinden und Erfahrung und Vision zur Führung nutzen. Dieses Wissen ermöglicht authentisches Handeln statt reiner Reaktion auf äußere Erwartungen. Die Praxis der Individuation beinhaltet auch, innere und äußere Kräfte auszubalancieren. Jung lehrt, dass die Integration von Gegensätzen Vernunft und Emotion, Handlung und Reflexion, Introversion und Extraversion psychisches Gleichgewicht und Resilienz erzeugt. Ein Student in München, der akademischen Druck erlebt, kann lernen, intensives Studium mit introspektiven und erholsamen Momenten auszugleichen, Stress in Fokus und Produktivität zu verwandeln. Ein Unternehmer in Düsseldorf kann Ambition und ethische Werte ausbalancieren und so nachhaltiges und authentisches Wachstum sichern. Ein weiterer zentraler Punkt ist, Erfahrungen in bewusstes Lernen zu verwandeln. Jede Niederlage, jede Herausforderung und jeder innere Konflikt tragen wertvolle Lektionen. Eine Berufstätige in Hamburg, die heftige Kritik erfährt, kann diese Erfahrung nutzen, um Fähigkeiten zu verbessern, Selbstvertrauen zu stärken und emotionale Intelligenz zu entwickeln. Jung erinnert uns daran, dass Entwicklung ohne Reflexion über Erlebtes nicht möglich ist. Jede Erfahrung ist eine Chance zum Wachstum. Konsistente Anwendung der Individuation führt zu emotionaler Autonomie und Kreativität. Eine integrierte Person versteht ihre Emotionen, handelt zielgerichtet und trifft Entscheidungen im Einklang mit ihrer Essenz. Ein junger Unternehmer in Berlin, der seine Werte und Grenzen kennt, kann sicher innovieren,
Teams empathisch führen und Krisen resilient begegnen. Jung zeigt, dass wahre Macht aus Selbsterkenntnis und Harmonie entsteht, nicht aus Kontrolle über andere. In der heutigen Zeit ist Individuation besonders relevant in einer schnelllebigen, ablenkungsreichen Welt. Soziale Medien, ständiger Vergleich und äußerer Druck können das Selbstbewusstsein leicht ablenken. Jung lädt uns ein, innezuhalten, zu reflektieren und Praktiken zu pflegen, die das Bewusstsein stärken: Meditation, Journaling, Traumanalyse und tägliche Introspektionsmomente. Kleine, konsequente Handlungen genügen, um tiefgreifende und nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Zusammenfassend ist Individuation die Reise, die beste Version seiner selbst zu werden. Jung inspiriert uns, nach innen zu schauen, den Schatten zu begegnen, Archetypen zu verstehen, innere Gegensätze auszubalancieren und Erfahrungen in bewusstes Lernen zu verwandeln. Jeder Schritt auf diesem Weg bringt uns näher zu Selbsttransformation, emotionaler Freiheit und vollständiger Authentizität. Die Anwendung von Carl Jungs Lehren heute bedeutet, mit Zielgerichtetheit, Selbstvertrauen und Resilienz zu handeln, Herausforderungen in Wachstum, Frustrationen in Lernen und Erfahrungen in persönliche Kraft zu verwandeln. Jung zeigt uns, dass der Weg zu einem erfüllten Leben nicht darin liegt, äußeren Mustern zu folgen, sondern unser wahres Selbst zu entdecken und zu verwirklichen. Wenn Sie weiterhin die Geheimnisse des Geistes erforschen und Ihr Leben mit kraftvollen Ideen transformieren möchten, abonnieren Sie jetzt den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Verpassen Sie nicht die nächsten Videos und vergessen Sie nicht, auf die Karten zu klicken, die auf dem Bildschirm erscheinen, um exklusive Inhalte zu entdecken, die Ihr Selbstbewusstsein auf die nächste Stufe heben.